Hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Wie ist denn jetzt mein Experiment ausgegangen, dass ich meine Vorlage anders mache? Nicht mehr mit Farben, sondern mit Zahlen. Ich habe da im Laufe der Zeit jetzt schon ein paar Vor- und Nachteile gefunden. Das sind so meine ersten Erfahrungen. Los geht's! Von Anfang an ist mir schon ein großer Vorteil aufgefallen. Es ist viel einfacher, auf so eine große Vorlage Zahlen zu schreiben, als alles mit Farben auszumalen. Also der erste Vorteil ist, ich habe dadurch eine große Zeitersparnis gleich am Anfang. Der zweite Vorteil war, ich habe dadurch ziemlich viel Stifteersparnis. Ich habe natürlich bei weitem nicht so viele Stifte gebraucht. Ich brauche einfach nur einen schwarzen Stift, mit dem ich dann die Zahlen da reinschreibe. Den dritten Vorteil habe ich gleich entdeckt dann auch beim Weben. Es ist sehr praktisch, wenn ich die Vorlage angucke und suchen muss, welche Farbe ich von der Farbkarte jetzt nehme. Wenn da einfach die Nummer 40 steht, ist das kein Problem, dass ich dann bei der Farbkarte die Nummer 40 nehme, gucke, welche Farbe ist die Nummer 40 und dann habe ich das Puschel in der Hand. Wenn ich die Vorlage mit Farben ausgemalt habe, dann muss ich mir erst mühsam auf der Farbkarte suchen, besonders wenn es so eine große Farbkarte ist, wie ich diesmal brauche, welches Blau das jetzt ist und welcher Puschel jetzt da dazu gehört. Also sogar beim Weben ist es tatsächlich auch eine Zeitersparnis. Ich habe aber auch Nachteile entdeckt. Und zwar beim Ausmustern habe ich sehr viel länger gebraucht. Warum denn das jetzt? Es war eigenartig, so eine große Fläche zu haben, wo einfach nur Zahlen draufstehen. Wenn ich jetzt auf dieser großen Fläche die Nummer 20 gesucht habe, war es wirklich schwierig, die zu finden. Das Auge findet leichter ein bestimmtes Rot auf so einer großen Fläche als eine bestimmte Zahl unter ganz vielen anderen Zahlen. Also das Ausmustern war wirklich mühsamer. Das hätte ich nicht erwartet. Gut, das macht man nur einmal am Anfang, es hat mich aber trotzdem ziemlich gestört. Beim Weben gibt es auch einen kleinen Nachteil. Wenn ich die Vorlage an die Kette drücke, um zu sehen, wo ich gerade bin, sind die Flächen sehr viel einfacher zu unterscheiden, wenn sie verschiedene Farben sind. Das hätte ich auch nicht so erwartet. Besonders bei kleinteiligen Flächen ist es ganz schön schwierig, da immer wirklich die einzelnen Flächen voneinander zu unterscheiden. Ich habe da einfach nur einen schwarzen Strich, der die Fläche daneben mit einem anderen schwarzen Strich trennt. Und da immer genau zu wissen, wo bin ich jetzt, welche Farbe habe ich jetzt gerade und sich da nicht zu vertun, ist etwas schwierig. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ich muss sehr viel mehr Zahlen reinschreiben. Gerade wenn ich größere Flächen habe oder so längere Flächen habe, wird es mir sehr viel besser helfen, wenn ich da viele Zahlen reinschreibe, dass ich immer, da wo ich gerade webe, eine Zahl stehen habe, damit ich weiß, welche Farbe ich da gerade benutze. Nicht, dass mir aus Versehen irgendwie so eine Grenze entgeht und ich einfach weiter webe mit der anderen Farbe und gar nicht merke, dass da jetzt eigentlich schon lange ein Farbwechsel hätte stattfinden müssen. Also das habe ich mir vorgenommen, in Zukunft
wenn ich das so mache, viel mehr Zahlen reinschreiben. Das sind jetzt so die Anfangserfahrungen, die ich gemacht habe. Mal gucken, wie es da so die Langzeiterfahrungen damit sind. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht so eine Mischung mache das nächste Mal mit Farben und Zahlen. Mal sehen, ob sich das irgendwie, ob das sinnvoll ist. Kann sein, dass dann der eine Vorteil den anderen Vorteil wieder aufhebt. Das muss ich einfach mal noch ein bisschen ausprobieren. Ja, würde mich freuen, wenn ihr auf dieser Reise dabei seid. Ich werde euch dann auf jeden Fall weiter berichten. Hier mal noch ein paar Bilder davon, wie weit ich jetzt hier schon bin. Und dann bis demnächst. Tschüss.